Tönen des Krieges hallen von den steilen Berghängen der Rocky Mountains wieder. Lange hat der blutige Tomahawk in der Erde geruht. Doch nun soll er ausgegraben werden. Inmitten des Yellowstone-Gebiets, zwischen kochend heißen Geysiren, tiefen Schluchten und unheilvoll qualmenden Kratern, treffen sich Abgesandte 5 indianischer Stämme zu einer wichtigen Beratung. Der schwere Mokassin hat sie zusammengerufen. Er ist der Häuptling der kriegerischen Sioux-Oglala. In ihm ist ein Plan gereift, der Tod und Verderben über den gesamten Westen bringt. Kein Weißer zwischen den beiden großen Wassern soll vor ihm sicher sein. Kein einziges Bleichgesicht. Seid gegrüßt, Kinder des großen Geistes. Von PTK, der schwere Mokassin, hat euch gerufen, weil der Tag der Rache gekommen ist. Der Tag, an dem unsere Stämme ihre Kräfte vereinen werden. Und PTK spricht in Rätseln. Tokpite versteht es nicht. Der Häuptling der Saison wird gleich verstehen. Die Bleichgesichter nehmen sich unser Land mit Gewalt. Ihre Dörfer wuchern die Dornbüsche aus dem Boden. Sie töten die Büffel. Sie schänden die Orte, die uns heilig sind. Allein sind unsere Stämme schwach. Aber von nun an werden alle roten Kinder Manitus gemeinsam kämpfen. Mit einer Faust. Mit einem Tomahawk. Und wir treiben die Weißen zurück ins Meer, über das sie gekommen sind. Nein. Winnetou lehrte uns in Frieden zu leben. Mohor spricht wie ein altes Weib mit verwirrtem Geist. Der schwere Mokassin hat Mohors Ehre beleidigt. Diese Schande kann nur mit Blut abgewaschen werden. Winnetou grüßt seine Brüder. Doch was muss er sehen? Sie bekämpfen einander, wo sie doch Seite an Seite stehen sollten. Winnetou nimmt mir die Worte aus dem Mund. Mohor ist jung an Jahr. Er wird lernen, sein Herz zu zügeln. Das wird er. Winnetou grüßt die Shoshone, die Sioux-Oglala und die Upsaroka. Sein Herz ist froh, Wokade zu sehen. Den letzten vom edlen Stamme der Mandan. Es ist Wokade eine Ehre, Winnetou zu begegnen. Warum hat uns Hong PTK, der schwere Mokassin, zu sich gerufen? Er will gegen die Weißen kämpfen und sie alle vernichten. Krieg führt nie zu etwas Gutem. Er bringt Tod und Verderben. Weiße und Rote können Brüder sein, so wie Winnetou und Old Shatterhand. Sehen wir auf die Farben der Herzen und nicht auf die Farbe der Haut. Stimmen wir ab. Der Verlierer hat sich dem Willen des Siegers zu beugen. Wer die Flamme der Lanze brennen lässt, stimmt für einen Krieg gegen die Bleichgesichter. Und wer die Flamme verlöschen lässt, für den Frieden. So soll es sein. Hong PTK macht den Anfang. Unser Zorn soll alle Weißen verbrennen. Au! Als nächstes Tokpite, Häuptling der Shoshone. Tokpite verlor viele Krieger durch die Bleichgesichter. Aber es dürfen nicht noch mehr sterben. Schwächling. Ist jeder schwach, wenn ich denke, wie der schwere Mokassin? Die Shoshonen sind nicht eine treue Ja, Kunde. wie?
Und nun der 100-fache Donner. Häuptling der Upsaroka. So ist es richtig. Und nun Winnetou. Winnetou glaubt an den Weg des Friedens und nicht an den des Krieges. Rückblick. Zeige, dass die Mandaten nicht umsonst gestorben sind. Bedenke, die Bleichgesichter und das schwarze Fieber töteten dein Volk. Entscheide weise, mutig, mit dem Herzen, Bokade. Winnetou spricht wahr. Die Flamme des Krieges muss verlöschen. Winnetou stolz auf Bokade. Es ist also entschieden. Manitous Kinder werden nicht gegen die Bleichgesichter kämpfen. Oh doch, verfluchter Apache. Der Verlierer hat sich dem Willen des Siegers zu beugen. Niemals! Vom heutigen Tage an werden die Sioux-Glatter alle Bleichgesichter töten. Und auch all diejenigen, die sich uns in den Weg stellen. Hautlinge, du Kajave! Winnetou kämpft allein. Überaus tapfer. PTK flieht wie ein geprügelter Kojote. Und wie der Geier werde ich zurückkehren aus der Stadt über den Wolken und über die Bleichgesichter herfallen. Wie der Geier. Die Shoshone kehren nun heim in ihr Pueblo. Es war schon zu lange ohne Schutz. Wakazaki. Möge Manitou seine Hand über euch halten. Und auch über die Upsaroka, die nun in ihre fernen Jagdgründe zurückkehren. Wohin führt Wokades Weg? Zum hölzernen Wigwam des Bärenjägers, der oben in den Bergen liegt. Er ist ein Freund aller Wunden. Und Wokade ist ein Freund von Martin Baumann, dem Sohn des Bärenjägers. Seid auf der Hut. Der schwere Mokassin ist blind in seinem Zorn. Winnetou wird nun sein Blutsbruder Ochata treffen und ihn warnen. Die Gefahr ist größer als Manitous weite Prärie. Ha! Ha! Liegt die Farm des Bärenjägers Baumann. Er ist einst aus Deutschland nach Amerika gekommen und hat im Wilden Westen schon viele harte Zeiten erlebt. Mit seinem Sohn Martin betreibt er einen Shop, in dem die Bewohner der Rockies alles finden, was sie brauchen. Welch vortreffliche Waren ist der Riley. Wie ihr sehen könnt, läuft der Repetierbügel butterweich. Mit dieser Rifle hier habe ich diesen Grizzly dort drüben erlegt. Für $50 gehört dieses Prachtstück Ihnen. Na, haben wir einen Deal? Ah, Mrs. Ingalls. War wieder alles zu Ihrer Zufriedenheit wie immer. Beste Grüße auch an Charles. Dad! Schau mal, wen ich unterwegs getroffen habe. Martin. Bokade. Welch eine Freude, dich hier zu sehen. Bokade bringt schlechte Nachrichten. Die Sioux-Glatter sind auf dem Kriegspfad. Wir sind mit den Indianern immer gut ausgekommen und waren jederzeit beste Nachbarn. Hab ich doch gesagt. Komm, lass uns lieber über mein neues Pferd reden. Hätte ich fast das Messer verloren. Das Messer, was Bokade Martin geschenkt hat. Ja, so ein gutes Messer gibt's doch nicht mal bei uns im Shop. Die Klinge einst gefertigt von den Mandaten. Ein stolzes Volk, Bokade.
Sein Gleichgesicht das schwarze Fieber in unser Dorf brachte. Jetzt ist Wokade der Letzte, der noch da. Der Letzte eines ganzen Volkes. Aber du bist doch nicht allein. Du hast uns, also nicht so trübsinnig. Komm, lass uns ein kleines Wettrennen starten. Wollt ihr aushalten, Jungs? Wokade ist auf dem Weg zu den Shoshonen. Ich begleite dich bis zum Fluss. Ready? Go! Dann viel Spaß! Mamma mia! Signor Baumann! Ja, Signor Baumann, was ist das hier für eine Balla-Balla? ist der Wende. Valio. Sie. Valio. Valio. Seid ein wenig nachsichtig mit meinem Sohn. Das sind noch junge Kerls und ein wenig übermütig. Oh, Signor Baumann, waren wir nicht alle mal junge Kerls und ein wenig übermütig? Ah, auch ich war mal eine ganz kleine, wie sagt man hier, hüpft auf Wiese. Spring ins Feld. Ich stupido, spring ins Feld natürlich. Und was ist aus mir geworden? Eine grande Kunst. Apropos Künstler. Habt ihr das Plakat gemalt, um das ich euch gebeten habe? Sie, naturalmente, schauen Sie hier. Ich habe die ganze Nacht gemalt. Es wird machen für Sie sehr viele gute Werke. Schauen Sie. Ja, gefällt es Ihnen? Ich würde sagen, ungewöhnlich. Naja, das Obst ist ja noch ganz hübsch, aber warum weint diese Zwiebel? Signor Baumann, wenn Sie so eine Werte klein gehackt, Sie beide auch. Ne? Und warum grinst das Kotelett und zwickert die Kartoffeln? Das ist künstlerische Freiheit. Ich habe eine große Gefühle. Ich brauche keine Gefühle, ich brauche ein Plakat für meinen Markt. Schließlich wohnt ihr umsonst bei mir. Signor Baumann, apropos, Zimmer riecht nach der Popo von Ziege. Das ist Zimmer von Ziege. Das erklärt einiges. Gut, der Leben ist hart wie Pecorino. Ich male das Plakat neu. Aber zuerst, es zieht mich an der Buse von der Natur. Ich bin nämlich gekommen in die Rocky Mountains nur um zu malen, diese herrliche Buse. Dann haltet mal schön die Äuglein offen, Mr. Wentel. Valio. Die Indianer haben das Kriegsbeil ausgegraben. Ach, das macht ja nichts. Ich male nicht sehr oft Menschen. Gibt mir Ärger mit dem Datenschutz. Ja, erst gepinselt, dann gewinselt. Das erste Ziel, das der schwere Mokassin angreifen will, durchquert die Rocky Mountains in Richtung Osten. Der Häuptling der Sioux-Oglala hofft vor allem, bei diesem Raubzug Waffen zu erbeuten. Und auch sonst, so glaubt er, könnte allerhand zu holen sein. Doch es soll ganz anders kommen, als der schwere Mokassin denkt. Und es ist eine besondere Fracht an Bord der Postkutsche. Gary Humau! De Gouchier! Lasst sie euch! Gebt uns eure Donnerbüchsen und wir verschonen euer Leben. Na los, sieh nach, wer im rollenden Liedkampf fährt. Was fällt euch ein, eine Länge so zu erschrecken? Ich will deine Donnerbüchse, Squaw. Donnerbüchse? Was redet ihr für wirres Zeug? Die Waffen der Bleichgesichter. Ach so. Ein Momentchen. Halt! Finger weg. Er meint bestimmt. Das? Was? Das ist eine Donnerbüchse? Kann die denn schon schießen? Die wahren Waffen einer Frau schießen nicht mit Blei. Aber wenn doch, dann kommt es drauf an, wie man dieses Baby benutzt. Halt! Wartet auf mich! Du bleibst hier, Squaw. Wie
Wie redet ihr mit mir? Ich lasse mich doch nicht von so... Halt den Mund! Oder soll ich dir die Zunge aus dem Hals schneiden, damit du es lernst, ne? Hey! Lass die Lady auf der Stelle los. Niemand gibt einem Häuptling der Sioux Befehle. Macht schon! Sonst seid ihr ein Häuptling, der bald tot im Sand liegt. Das wirst du bereuen. Das glaube ich kaum. Los, verschwindet! Honpeteke wird dein Gesicht nicht vergessen. Ach ja, dann sieh auch genau hin. Hau ab! Ein wirklich prächtiges Gewehr ist es, was du da hast. Was nennt ihr prächtig? Im Shop meines Vaters gibt es ein Dutzend bessere. Nehmt den Schießprügel und verschwindet. Oh nein, mit dir bin ich noch nicht fertig. Ich denke doch. Töten wir. Ganz recht. Man nennt mich Shatterhand. Old Shatterhand. Verschwinde. Die Sioux haben gesiegt. Ja, vielleicht für einen Wimpernschlag der Geschichte. Und jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Sonst trifft dich meine Faust am Ende wirklich noch. Oh, ich zittere vor Angst. So ganz allein unterwegs in der Prärie, weißer Jäger? Nein. Sein Blutsbruder ist bei ihm. Tja. Krieger des Sioux Glala, zieht euch zurück. Wer nach Blut schreit, wird am Ende nur sein eigenes vergießen. Die Geier sollen dein Kadaver fressen, Winnetou. Ach, und mein etwa nicht? Na, da fühle ich mich aber missachtet. Danke. Gern geschehen. So. Kann dann bitte mal jemand die Postkutsche zurückholen? Die Post? Die ist fort, fürchte ich. Ihr werdet wohl oder übel bleiben müssen. Ich muss nach Washington. Man erwartet mich. Hey. Ich bin Martin Baumann. Und wer seid ihr? Tiffany O'Toole. Schauspielerin. Die Squaw kann nicht weiterreisen. Die Sioux sind auf dem Kriegspfad. Der Vogel des Todes schwebt über der Prärie. Aber ich habe noch mal Spornpostfehler in Washington. Ach, wurde dort nicht Präsident Lincoln erschossen? Ich glaube, ja. Aber ein paar lebendige Zuschauer werden schon noch da sein. Kommt erstmal mit auf unsere Farm. Dort seid ihr sicher. Eine Farm? Also so eine Art Bauernhof? Was soll ich denn da? Überleben. Klingt doch nach einer verdammt guten Strategie. Was meint ihr? Bin ich etwa mitten in der Wildnis gestrandet? Ja, das könnte man so sagen, Miss. Ihr habt es erfasst. Die Farm ist nicht weit. Und mein Vater wird sich sicher freuen. Nein, das kommt alles überhaupt nicht in Frage. Es ist entschieden. Die Squaw wird vom Bärenjäger und seinem Sohn beschützt. Bis die Wege wieder sicher sind. Hab ich hier überhaupt nicht gefragt? Ich glaube nicht. Kommt. Aber ich muss nach Washington. Ein Schauspieler muss pünktlich zur ersten Probe erscheinen. Bauernhof. Ich glaube, ich spinne. Winnetous Herz ist froh, Charlie wiederzusehen. Viele Monde sind vergangen seit dem Kampf um die Felsenburg. Auch ich freue mich, mein Bruder. Mehr als ich sagen kann. Aber kaum sehen wir uns wieder, stecken wir mitten in einem Abenteuer, wie mir scheint. Die Zeiten sind düster, Charlie. Die Schatten der Berge werden immer tiefer. Überall droht Gefahr. Und keine Sorge, du weißt, ich bin niemand, der allzu schnell den Kopf verliert. Bisher sind wir mit allem fertig geworden. Allerdings, dieser schwere Mokassin scheint ein besonders lästiger Bursche zu sein. Ein Krieger ohne Ehre. Reiten wir zum Pueblo der Shoshone. Winnetou wird unterwegs erzählen. Na, da bin ich gespannt. Auf geht's, Vater Titler! Das Höllenmaul ist der größte und gefährlichste Krater in den Rocky Mountains. Schon manch leichtsinniger Abenteurer ist in dem brodelnden Schlund verschwunden. Für den schweren Mokassin aber übt diese Gegend einen besonderen Reiz aus. Irgendwo dort oben muss sie liegen. Die Stadt über den Wolken. Wer sie findet, wird Herrscher über die Prärien, so sagt man.
Es soll einen geheimen Schlüssel geben. Einen kostbaren Stein. So rot wie Blut. Sucht ihn! Ein alter Krieger hat einmal gesagt, dass der Weg in die Wolken in der Nähe der Farm des Bärenjägers liegt. Sein Sohn hatte ein schönes Messer. Er wird es vermissen. Und der Kojote hat zu laut geheult. Er hat verraten, dass sein Vater viele Donnerbüchsen hat. Noch bevor die Sonne zweimal versunken ist, werden wir sie uns holen. Reiter, hinein! Moha markieren nach heiliger Erde suchen. Bokade schaut dort hinter den Felsen. So sei es. Ja, lange. Dahin. Moha! Welch große Freude, den Sohn des edlen Shoshonenhäuptlings zu treffen. Moha glaubte, der schwere Mokassin sei voller Zorn, weil die Shoshonen sich gegen ihn gestellt haben. Ach, der Zorn ist verflogen. Sag, was führt dich hier in diese Einsamkeit? Moha und Bokade suchen heilige Erde für Nakamu, Mohas kleinen Sohn. Bokade ist auch hier? Ganz in der Nähe, hinter den Felsen. Oh, gut. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich die Shoshonen doch noch dazu bringen werde, an meiner Seite gegen die Bleichgesichter zu kämpfen. Wie werden die Shoshonen die Waffen erheben? Oh, doch, das werden sie. Schon ganz bald. Warum? Darum. Weil du ermordet worden bist. Von einem Bleichgesicht. Bokade hat dort hinter den Felsen jede Menge heilige Erde gefunden. Moha! So antwortet Moha nicht. Moha! Großer Geist, ich bitte dich! Was ist geschehen? Moha wurde ermordet. Bokade. Sieh, es muss die Klinge des Mörders sein. Das Messer. Du erkennst es? Es gehört Martin Baumann, dem Sohn des Bärenjägers. Also hat er Gleichgesicht Moha getötet. Bringen wir ihn zurück in das Pueblo der Shoshone, damit seine Seele Frieden finden kann. Bokade kann es nicht glauben. Martin ist ein Freund der Roten. Die Abgründe im Herzen eines Menschen können tiefer sein als die tiefste Schlucht. Alle Weißen sind Mörder. Der schwarze Flieger. Rote Stirnbänder der Apachen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Gehe ich recht in der Annahme, dass dies das Hüsli von meinem Baumann ist? Ja, da bin ich.
Und mit wem habe ich das Vergnügen? Hoppala, ich habe mich nicht vorgestellt, excuse. Ich bin Urs Bürki. Ich weiß, man hört es nicht, aber ich bin ein Schweizer. Herzlich willkommen in den Rocky Mountains. Was verschlägt euch in diese Gegend? Ich verkaufe Käse. Original Schweizer Rezeptur. Ich bin auf dem Weg nach Kalifornien. Dort soll es exquisiten Wein geben. Oh, da passt mein Käse grandios, oder? Herr Baumann, darf ich ein bisschen von meinem Käse bei euch vom Hüsli verkaufen? Ich habe gehört, bei euch ist einmal im Monat der Markt. Ja, aber dafür seid ihr ein wenig zu früh dran, aber baut doch schon gern einmal auf. Und bitte bringt mir nicht alles durcheinander, Herr Bröckli. Oh, Herr Baumann, seid Sie nicht so deutsch. Deutsch? Ich fühle mich inzwischen als waschechter Amerikaner. Ich bin nach der 48er Revolution über den großen Teich gekommen und das hier ist mittlerweile meine Heimat geworden. Herr Baumann, darf ich das Grasbällchen hinter der Koppel ausspannen? Ja, aber selbstverständlich. Ihr habt gehört, ausspannen hinter der Koppel. Howdy, Mr. Valvio. Oh, ein Stadtmensch. It's cool, man. Sie, willkommen. Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Antonio Ventovaglio. Ich bin Maler von der Kunst. Soll ich Ihnen schnell mein Atelier mal zeigen? Sehr, kommen Sie. Ja, ich bin Urs Bürgli, ne? Ich weiß, man hört es nicht, aber ich bin ein Schweizer. Oh, das macht ja nichts. Wissen Sie, ich male immer, wenn die Muse mich hatte geküsst. Nur leider kusst sie mich in letzter Zeit sehr selten. Aber ich sage auch immer, lieber von der Ventovaglio gemalt, als von der Schicksal gezeichnet. Kommen Sie rein. Ziegengeruch, Heimatduft. Sind wir bald da? Und dieser bringt mich um. Martin! Ja, sag mal, wen schleppst du uns denn damit an? Ja, was geht? Ja, was geht? Das ist Tiffany. Indianer haben ihre Postkutsche überfallen. Nein, das ist jetzt nicht das, wonach es aussieht, oder? Das ist unser Farmhaus. Gefällt's euch? Haus? Wo ich herkomme, nennt man so etwas höchstens Bruchbude. Bruchbude? Diese Bruchbude, junge Lady, ist unser Zuhause. Wir haben hier jeden Balken aufgestellt, jeden Nagel in die Wand geschlagen und jedes Brett eigenhändig zugesägt. Entschuldigt, ich wollte Wir nicht... lieben dieses Haus. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Da bin ich gespannt. Und ich erst. Dad? Miss O'Toole würde eine Zeit lang bei uns wohnen. Im Poema der Shoshonen ahnt niemand etwas von dem Unglück, das über dem Stamm aufzieht und ihn in tiefe Trauer stürzen wird. Es soll das heilige Kalumet entzündet werden, die Friedenspfeife. Sie ist ein Zeichen der Freundschaft. Winnetou und O'Shannessy glauben, dass die Shoshonen treue Verbündete im Kampf gegen die Sioux-Gelala sein werden. Doch die teuflische Saat des schweren Mokassins beginnt, Wurzeln zu schlagen. Und bald schon wird sie giftige Früchte tragen. Winnetou wird nun Cointer. Das Feuerauge ist seit vielen Sommern Winnetous treuer Begleiter. Der heilige Vogel soll den Shoshonen Glück verheißen und sie vor Gefahren schützen. Mögen die Felder der Shoshonen nie verdorren, ihre Krieger immer mit Fleisch von der Jagd zurückkehren. Und möge das Pueblo immer ein sicherer Zufluchtsort sein. Tranquilität, der schwarze Hirsch, dankt Winnetou von Herzen. Dort oben, mein Bruder. Das sieht aber nicht nach Corinta aus. Der Geier. Der Vogel des Todes. Was mag das zu bedeuten haben? Winnetou weiß es nicht. Dunkle Wolken drängen in seine Seele. Kein Mensch kann Manitus Willen verstehen. Das ist klar.
Hauch des Kalomets trinken. Möge unsere Völker noch enger aneinander binden. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Winnetou spürt Gefahr. PTK, was führt dich in unser Pueblo? Der Tod. Dein Sohn, ihr Mann, sein Vater, getötet von einem Weißen. Starke Worte, Häuptling. Aber kannst du sie auch beweisen? OKD, wem gehört das Messer, das Mohammed tötete? Es gehört Martin Baumann, dem Sohn des Bärenjägers. OKD kennt die Klinge gut. Er hat sie Martin geschenkt. Winnetou kann nicht glauben, dass der Sohn des Bärenjägers sein Mörder ist. Und doch ist er es. Sieh den Beweis, an dem sein Blut klebt. Auch OKD konnte es nicht glauben. Aber das Messer! Martin muss es getan haben. Er ist ein Mörder, wie so viele Weiße. Auch wenn wir den Grund dafür nicht verstehen. Oha, mein einziger Sohn, ermordet von einem dreckigen Bleichgesicht. Winnetou! Wir müssen Martin Baumann erst befragen. Es gibt nichts, was Kapitän fragen will. Er will nur eins, das Blut des Mörders und das aller verfluchten Bleichgesichter. Winnetou und Don Shatterhand, trauen mit ihm schon! Apachen! Diese Krieger sind keine Apachen! Winnetou ist Landesbataillon! Glaubst du, Tokvité ist blind und taub? Ergreift sie! Lasst uns an eurer Seite kämpfen! Sie quälen die Pferde! Sie tragen Stirnbänder und Jagdhelden wie die Apachen! Es sind aber keine! Tokvité wurde getäuscht! Lügner! Verfluchte Bastarde! Die Apachen dürften seit vielen Monaten auf den Jagdgründen der Shoshone. Humpelte Kriegszungen! Lügt! Krieger löscht die Flammen! Wir werden Moral für ewig Ruhe denken. Gott, sollen wir den Tod untergehen? Den Tod am Wandermeister bringt sie weg! Winnetou und Don Shatterhands Leben sind verwirrt. Die Shoshonen werden den Zug kämpfen. Gegen alle Weißen und die Hunde von Apachen. Und PTK dankt seinen roten Brüdern. Das hölzerne Wigwam des Mörders sollten wir erkennen. Shoshone und Suoglada werden gemeinsam den Bärenjäger und seinen Sohn zu strecken kommen. Tokvité mag nun seinen Sohn zu Grabe sagen. Ich werde den Mörder verfolgen. So sei es. Winnetou, den rechten Krieger, hat man nichts wie los. Auf geht's! Meine lieben Freunde, wie schön, dass ihr euch heute alle wieder eingefunden habt. Der Markt ist eröffnet. Tanzt, genießt das gute Essen und die Musik und erfreut euch am Spiel der Gaukler. Ich suche Mr. Baumann, die Bärenjäger. Ach, da bin ich.
Ihr wurdet mir schon angekündigt, Mr. Oates. Ah, Mr. Baumann, ich habe gehört, ihr seid der Richtige, wenn es darum geht, in die Berge hinaufgeführt zu werden. Außerdem habe ich gehört, an den Kratern soll es Edelsteinfunde geben. Ja, da habt ihr richtig gehört. Doch die Indianer haben das Kriegsbeil ausgegraben. Und momentan ist es zu gefährlich, die Farm zu verlassen. Genau, führte mich hinauf zu dem Geist hier. Ja, sicher. Aber wir sollten noch einen Moment abwarten, bis die Lage sich ein wenig wieder beruhigt hat. Abgemacht, Mr. Baumann. Noch eins, Mr. Oates. Ich habe oben bei den Geysirn einen Stein gefunden. Ziemlich groß, blutrot. Würdet ihr euch den einmal anschauen und mir sagen, was ihr von ihm haltet? Eine Expertise? Gern. Das mache ich sogar kostenlos. Großartig. Dieser Stein ist wirklich bemerkenswert. Die Legende sagt, dass ein blutroter Stein der Schlüssel zu jenem verborgenen Reich ist. Und dass jeder, der das verbotene Gold berührt, des Todes sein soll. Charlie, ein Zeichen Manitus. Quint. Der heilige Vogel verspricht, dass wieder Frieden herrschen wird. Doch der Weg ist weit. Der Weg zum Frieden ist nie zu weit. Charlie spricht die Wahrheit. Charlie! Sie träumen die Farben des Krieges! Sie reiten direkt auf die Faust. Sie greifen bald an. Die Bleichgesichter sind in großer Gefahr. Charlie soll zu den langen Messern reiten. Gut, ich reite zu den Soldaten. Hauptsache, wir kommen doch rechtzeitig. Hey! So, Mr. Oates. Das ist der Stein, den ich oben bei den Geysirn gefunden habe. Erstaunlich. In der Größe sieht man ihn selten. Und ist er wertvoll? Nun, einen gewissen Wert hat, aber keinen allzu großen. Das heißt, das ist kein Edelstein. So etwas findet man nur im vulkanischen Gebiet. Der hier aber ist in Form gebracht worden von Menschenhand. Seltsam. Ich finde, er strahlt irgendwie etwas Unheimliches aus, findet ihr nicht? Unheimlich finde ich nicht, aber das liegt im Auge des Betrachters. Ich bin an einem Ankauf jedenfalls nicht interessiert. Was den rettenden Berg angeht, werde ich demnächst auf Sie zukommen. So long, Mr. Baumann. So long, Mr. Oates. Die Sioux werden den Turm angreifen. Schon sehr bald. Was? Ist das sicher? Winnetou sah sie über den schmalen Pfad reiten, der dort zwischen den Felsen endet. Martin, wir müssen die Farm sichern. Los! Leute, haltet die Augen offen. Die Sioux haben es auf uns abgesehen. Da kann man doch immer schaffen. Der Stein, so rot wie Blut. Der Schlüssel zur Macht ist in unserer Hand. Martin! Das ist mein Freund gewesen! Verfluchter! Du hast nur Die Soldaten waren gerade noch rechtzeitig. Winnetou dankt Charlie. Und den langen Messern. Auf Captain Walker ist immer Verlass. Johnny ist ein alter Freund von mir. Sie haben meinen Vater. Ganz ruhig, Martin. Es bringt der Vater nichts, wenn du direkt an eine Kuh wirst. Irgendwas müssen wir tun. Das werden wir, aber mit kühlem Kopf. Winnetou weiß, wo sie den Bärenjäger hinführen. Auch ich ahne es. Der Häuptling sprach vom Schlüssel zur Macht. Es muss der Ort sein, der zur Stadt über den Leuten führt. Komm, folgen wir den Spur. Der Spieler Mokassin führt seinen Gefangenen zu den Schuschonern. Doch das Pueblo soll für den Bärenjäger nur eine Zwischenstation sein. Die Sioux haben den verfluchten Bastard. Okay, wir schwere Mokassin.
ist ein großer Krieger. Lasst uns den Sieg über die Bleichgesichter feiern. Und PTK hält den Schlüssel zur Macht. Der Teufel soll dich holen. Bukade, du bist Martins bester Freund. Warum tust du uns das an? Weil dein Sohn ein Mörder ist, weißer Mann. Er hat unseren roten Bruder getötet. Ja, das ist doch eine Lüge. Das musst du doch spüren. Eher würde ich einen Grizzly zum Haustier nehmen, als du sich zulasse, dass du über dieses Land herrschst. Schon bald wirst du für immer schweigen, wenn wir dich am Maul der Hölle den Göttern opfern werden. Hört mal mit. Die Stadt über den Wolken wartet auf von PTK. Der Stein wird den Eingang öffnen. Doch bitte, kennt die alte Legende der Wolkenstadt? Doch wo soll sich der Eingang befinden? Man sagt, dass er östlich des Flusses liegt. In einem Gebiet, in dem viele Kiefern wachsen. Dort, wo der hölzerne Wigwam des Bleichgesichts steht. Ja, der Eingang muss ganz in der Nähe seiner Farm sein. Ich brauche mir Krieger für die Suche und dafür, die Farm ein für alle Mal zu vernichten. Kein Bleichgesicht soll mit dem Leben davonkommen. Das könnt ihr nicht tun. Manitou wird euch bestrafen. Schweig! Stimmen wir Manitou gnädig. Krieger, tanzt den Tanz des großen Geistes. Soll er fliehen? Und PTK kennt sein Ziel. Zu seinem hölzernen Wigwam. Er will seinen Sohn warnen. Liebe, welch törichtes Gefühl. Oft führt es ins Verderben. Tausend Geier können sie Kalera. Es flügen die Felder und die Kalera. Das mit der Waage war eine wirklich wunderbare Idee. Ich durfte endlich wieder wie ein Mensch. Du durfte nicht wie ein Mensch, sondern wie Heidis Blumenwiese in den Bergen. War wohl ein bisschen zu viel Schau wieder, Mann, oder? Nicht so viel Schau, ah, sogar hier meine süße Spooky durfte jetzt wieder blühende Enzian. Wir hätten das arme Tier aber nicht in der Wanne untertauchen sollen. Ja, aber wieso das denn nicht? Das ist der Duft wie eine Poesie hier, Mr. Mann. Dürfen wir auch mal streichen? Ne? Ja. Aha, schön. Ist der klug? Ist deine Mama auch so klug? Das ist aber eine hübsche Mama. Ja. Haben Sie heute ein bisschen Zeit? Ich hole jetzt mein Auto und dann fahren wir schön ins Grüne und trinken eine Cappuccino zusammen. Ah. Machen Sie schnell den Immer hübsch bei der Wahrheit war. Ja, ich habe gar kein Auto. So, jetzt geht's aber weiter. Das soll ich heute neu natürlich Buchstaben trinken. Oh, wollen wir Sie jetzt wirklich in diese Berge klippen? Oder sollen wir den Senior Baumann da vielleicht mit der Reparaturin verlassen? Das können wir halten. Wie verlassen. Aha, ja. Ja, und wie geht das? Fahrer Leute. Und der braucht als er wollte. Aha. Der kommt dann da auf dem Hotel. Aber nee, ich glaube, das sieht aus wie Senior Baumann. Sie sind auf dem Weg. Und die sind dicht hinter mir. Etwa von der Rothäute. Haben Sie eben Rothäute gesagt? Das dürfen wir nicht mehr sagen, das müssen wir ändern, das ist politisch nicht korrekt. Ja, Sie haben recht. Aber was sage ich denn dann? In Jahr? Ich weiß nicht. Werden Sie verfolgt? Ja. Und in Saison, und in Simulacra. Schön, dass Sie wieder frei sind. Ja, ich werde mit diesen Halunken schon fertig. Doch die wollen meine Farben niederbrennen und alle dort umbringen. Was? Das ist auch ungehörig.
Wir sollten diesen armen und belagten Kindern klopfen. Ich muss meinen Sohn warnen. Und passt auf, dass ihr nicht auch euch noch in die Finger bekommt. Pronto. Oh, wir müssen den Araber helfen, ne? Ja, Sie haben recht, Ihre Rückblick, also diese Rothäute, diese Indianer, diese amerikanischen Ureinwohner, also haben Sie den schon in Ihren Pueblos gesehen? Ja, die Häuser, da wo die Jojonen schön wohnen. Diese bekannten langweilige Pflaster, viele Farben, dieses Rot, Grün, Blau. Wir könnten es nicht sagen, wenn wir sie treffen, aber jetzt ab zum Fahnenhüsli. Geht schon, ja gut, dann pronto. Wenn du uns begleiten willst, dann musst du schießen lernen. Du meinst? Alles andere wäre zu gefährlich. Ich hoffe, du hattest so einen Kolch noch in der Hand. Kimme, komm. Am besten du fängst bei der großen. Was war das denn? Die Hauptrolle in der Meisterschützin von Colorado. Schießen ja kein Ausgang auf der Schauspielschule. Bin auf die Reiten. Soll ich sie reiten? Danke. Ich hoffe, wir können Hertha ohne Ballett befreien. Na, lernt Tiffany schießen? Kann sie schon. Wir sind kurz aus mit den Pferden. Charlie und Winnetou müssen die Shoshone beschleichen. Der Bärenjäger muss in ihrem Pueblo sein. Verdammt gefährlich, aber anders finden wir nicht heraus, wo sie ihn versteckt haben. Schon, die Indianer greifen an. Ihr müsst euch bewaffnen. Ist der Hauptmann, zeigt ihr wohl auf? Ja, mir geht es gut. Doch die Indianer sind dicht hinter mir. Und sie wollen alle auf der Familie umbringen. Los, Männer, alle zu den Waffen! Legt eure Donnerbüchsen nieder. Ihr seid umzingelt. Sobald die Sonne versenkt, werden wir richten. Über den Feindmord Attemptation. Findet den Mörder. Er soll für seine Tat zahlen. Ihr könnt Winnetou und mich gefangen nehmen. Aber der Wahrheit kann niemand Fesseln anlegen. Kapitän jagt den Falschen. Martin hat Mohr nicht umgebracht. Wag es nicht, deinen Namen auszusprechen. Also gut. Ins hölzerne Wigwam. Der Sohn wird kommen. Der Vater wird ihn rufen. Niemals. Ich werde meinen Sohn in keine Falle laufen. Die Zeit wird es zeigen. Außer Latin. Martin und Tiffany können nicht ahnen, was sich auf der Bärenjägerfarm abgespielt hat. Sie sind in ihr Gespräch vertieft und haben gar nicht gemerkt, wie weit sie sich von der Hütte entfernt haben, in der nun die Sioux-Ogelader herrschen. Was für ein verrücktes Leben. Da denke ich, ich stehe bald im Theater auf der Bühne. Und dann lande ich mitten in den Bergen. Muss gegen Indianer kämpfen Und? Was noch? Naja, das ist alles schon sehr überraschend. Und am meisten überrascht mich, wie gut es mir hier gefällt. Trotz unserer Bruchbude? Kommt halt auf. Ich hätte das nicht sagen sollen. Ich war ganz schön zickig und unausstehlich, oder? Ein wenig, aber nur ein ganz klein wenig. Lügen kannst du nicht besonders gut. Du bist eben die bessere Schauspielerin. Tiffany O'Toole. Wie das schon klingt. Nach ganz großer Welt. Ich hingegen. Ich bin ein Kerl, der mit seinem Vater in einer Holzhütte wohnt. Nicht gerade ein Traum, was? Doch. Weißt du, meine Eltern hatten Geld. Ich musste nie hart für etwas arbeiten und habe immer alles bekommen, was ich wollte. Aber bei mir war es nicht so wie bei dir und deinem Vater. Er hat nicht viel, aber ihr könnt euch aufeinander verlassen. Und damit seid ihr reicher als viele andere Menschen auf der Welt. So habe ich das noch nie gesehen. Gefällt mir. Und weil du so bist, wie du bist, hast du mir geholfen. Hast dein Leben aufs Spiel gesetzt, obwohl du mich gar nicht kanntest. Ich wusste eben gleich, dass du was ganz Besonderes bist. Geht mir genauso.
Und jetzt schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine will nach Washington ins Theater. Und das andere will hier bleiben. Hier. Bei dir. Finden wir heraus, welches Herz lauter schlägt. Ich glaube, ich weiß es schon jetzt. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Romantico, Amore, Mamma mia, mein Herz könnte schmelzen wie eine Mozzarella auf der Pizza. Wenn wir nicht stecken würde in so große Schlamassellissimo. Was redet ihr? Rot heute, Feinde wollen überfallen die Casa Rusticale von euch und eurem Papa. Was? Sie! Ich bitte zu Gott, dass noch nichts passiert ist. Wir sollten diesen Hahnen unbedingt die Quere kommen. Sie sind unmöglich, Sie haben recht. Wir servieren denen jetzt eine Pizza Endstation. Die Zeit des Sonnenuntergangs ist da. Auf Baumanns Farm wollen der schwere Mokassin und der schwarze Hirsch mit dem Rat der Ältesten Gericht halten. Das Leben der Gefangenen steht auf Messers Schneide. Wo ist Martin? Was habt ihr mit ihm gemacht? Der Mörder ist noch immer frei. Doch er wird kommen. Schon bald. Martin, komm nicht hierher. Reite so weit fort, wie du kannst. Mr. Baumann, das Rufen wird ihn erst recht ankommen. Der Sohn des Weißen ist jung und unerfahren, aber auch tapfer. Die Ältesten werden nun Gericht halten über den Mörder und die, die mit ihm sind. Schon bald soll die Erde ihr Blut trinken. So hat Tom PTK sein Urteil längst gesprochen. Wenn ihr uns umbringen wollt, bitteschön, tut euch keinen Zwang an. Aber diesen Hokuspokus mit dem lächerlichen Prozess, den könnt ihr euch sparen. Das klappt euch sowieso keiner. Schweig! Nur einer soll sprechen. Okade! Ist dies die Klinge, mit der Mohor Toklitis Sohn getötet wurde? Ja, sie gehört dem Sohn des Bärenjägers. Aber das heißt doch gar nichts. Martin kann das Messer noch verloren haben. Am Tag, als Mohor starb, hat der weiße Hund das Messer noch besessen. Okade hat es gesehen. Das ist der Beweis. Dein Sohn ist der Mörder. Der feige Kojote ist geflohen wie ein geprügelter Hund. Ich bin nicht geflohen. Und ich bin auch kein Mörder. Martin, verschwinde, solange du es noch kannst. Schon gut, Dad. Es gibt nichts, wovor ich weglaufen müsste. Ich habe Mohor nicht getötet. Ergreift ihn und bringt ihn zum Schweigen. So ist es nun an der Zeit, das Urteil zu fällen. Nein! Der Rat der Ältesten soll hören, was das Bleichgesicht zu sagen hat. Es wird zur Wahrheit führen. Oder fürchtest du seine Worte etwa? Der verfluchte Bastard soll endlich sterben. Don PT will den Sohn des Bärenjägers hören. Nehmt ihm die Fesseln ab. Sofort! Schon schön, dass die Schoschonen noch genug Anstand haben. Jeder Mensch ist unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Ist dies dein Messer? Ja. Es ist ein Geschenk meines roten Freundes Okade. So gibst du es zu. Ich habe es am Tag des Mordes verloren. Okade hat gesehen, dass du es an dem Tag noch hattest. Einer lügt. Aber wer? Lassen wir Manitou entscheiden. Okade und der Weiße sollen kämpfen. Sobald der Mond aufgegangen ist und der Schrei des Kojoten über die Prärie hallt, soll der Kampf beginnen. Gekämpft wird an der Biegung des Flusses. Bringt die Gefangenen dorthin. Winnetou betet, dass der große Geist die Hände und Waffen von Okade und dem Sohn des Bärenjägers lenkt. Also manchmal beneide ich dich um deinen unerschütterlichen Glauben an das Gute, mein Bruder. Nur wer das Gute glaubt, kann es auch bewirken, Charlie. Aha. Wenige Augenblicke später tauchen Antonio Ventevaglio und Urs Bürgeli an der Farm auf. Sie vermuten, dass der Bärenjäger und seine Freunde im Haus gefangen gehalten werden. So schleichen sie vorsichtig auf das Gelände. Oh, ich habe
nehme hier diesen Stock, mit dem man pflückt die Fische aus Wasser. Binde das an das Gogi. Ja, Spatz, ja, ist ja gut. Komm, ja, zieh den Bauch ein. Ja. So. Ja, dann komm. Ja, wunderbar. So. Ja, sitzt du bequem? Ja. Das soll funktionieren. Ich weiß es nicht. Aber Verrückten soll man ihren Leben lassen. Na komm, Sie sind ja wirklich pronto. So, hier, Sie nehmen das Gogi. So. Wir kriegen jetzt ein Klasse Schwingetier als eine kleine Überraschung. Da ist der Schockscheiben. So, hier zu Land der Weihnachtsmann. So. So. Grazie. Ja, die sind nicht schlecht. So. Gute Reise. Ui. Das geht noch vor. Herr Menschelaio! Ich glaube, es gibt Stunken ins Gold. Ja, das macht ja nichts, das sind ja nur möglich. Wir werden unsere Haut teuer verkaufen, ne? Sie werden wirklich, halten sich gut fest. Ich habe eine Idee. Wir lassen uns gefangen. Damit wir den Herrn Baumann helfen können. Sie, wir ergeben uns. Nicht schubsen, wir Schweizer sind neutral. Die Zeit des Kampfes ist gekommen. Nun soll Winnetou entscheiden. Ich wünschte, Winnetou würde dir die Weisheit schenken, diesen sinnlosen Krieg zu beenden. Ein für alle Mal! Er wird ein roter Mann den Sturm des Herbstes mit bloßen Händen festhalten, bevor er alle Weißen vertreibt. Mag sein, Winnetou. Aber jetzt sollen Bokadin und der Weiße kämpfen. Und bitte, King, hat den Weißen mit Absicht verwundet. Ein Missgeschick. Bokadins Ehre verbietet es, gegen einen Verletzten zu kämpfen. Dann wird Winnetou die Stelle des Weißen einnehmen. Niemals! Winnetou soll kämpfen. Tokmitei befiehlt es. Winnetou hat entschieden. Doch Winnetou glaubt, dass Bokadin und das Bleichgesicht die Wahrheit sprechen. Am Tag des Mordes, da hatte ich das Messer noch. Aber dann überfielen die Sioux alle eine Kutsche und es war weg. Dreckige Lügen, dafür gibt es keine Zeugen. Doch. Nicht. Ich habe gesehen, wer das Messer einsteckte. Wer war's? Der starre Mokassin. Wer glaubt schon einer Squaw? Er hat Martin das Messer auf der Hand geschlagen. Nur wenige Augenblicke bevor Klatter hinkam. Moment mal, das stimmt. Ich habe gesehen, wie er es einsteckte, dachte aber, es wäre sein eigenes. Der schwere Mokassin war ganz in der Nähe, als Mama starb. Es ist bewiesen. Der Sohn des Bärenjägers ist unschuldig. Hompetiki ist der Mörder. Du Hund! Sollst du wohl als Tod bezahlen? Hompetiki!
Mein Sohn, ich bin stolz auf ihn. Ich hoffe, dass Martin ihm verzeihen kann. Hätte wissen müssen, dass sein Freund kein Mörder ist. Ja, das hätte er. Ich dachte, du kennst mich besser. Gott sei Dank war Tiffany da und konnte alles bezeugen. Tiffany? Wo ist Tiffany überhaupt? Tiffany? Tiffany! Und bitte, er wird bald mit seinem Sohn vereint sein. Er freut sich schon auf das Wiedersehen. Aber der Neue, er muss bestraft werden. Oh, bitte, König, wird nicht entkommen. Gut, Winnetou, höre, der Stamm der Shoshone, er braucht eine... Topite, der schwarze Hirsch ist tot. Das ist schwarze Hirsch. Er geht nun in die ewigen Jagdgründe. Dort wird er mit seinem Sohn Motor in Frieden weiterleben. Doch hat der Winnetou gebeten, für den Stamm der Shoshone einen neuen Häuptling zu bestimmen. Winnetous Wahl ist einfach. Denn er hat einen Krieger gesehen, der zwar auf einen falschen Weg geriet, der jedoch umkehrte, auf den richtigen Pfad, der am Ende weise die Wahrheit von der Lüge unterschied. Jeder Mensch macht Fehler. Es kommt darauf an, dass wir sie erkennen, aus ihnen lernen und dass wir nicht zu stolz sind, sie einzugestehen. All das hat Wokka getan. So möge nun Wokka, der weiße Büffel, der neue Häuptling der Shoshone sein. Auf! Kade nimmt die Häuptlingswürde in Demut. Er wird das Andenken Jokites beraten. Und das Morat. Mögen sie für immer in den Erinnerungen der Shoshone leben. Tiffany ist verschwunden! Folgen wir ihren Spuren. Und bitte kann reiten wie der Wind. Winnetou und Dolcetta werden ihn stellen. Auch in der Stadt über den Wolken wird er keine Zuflucht finden. Schon bald sind die Sioux, Oglala und Tiffany dort angekommen, wo der schwere Mokassin den Eingang zur Stadt über den Wolken vermutet. In der Nähe des Höllenmauls. Hier muss der Ort sein. Der Stein. Er leuchtet heller, je näher ich dem Eingang komme. Lasst mich gehen. Ich kann euch nicht helfen. Schweigt vor. Bringt sie mir hoch. Der Eingang. Na los, komm her. Krieger, spielt nach Feinden. Ich werde dies Tor mit den goldenen Haaren umgöttern. Das wirst du bereuen. Ach, komm schon rein mit dir.
Die Spuren führen an diesen Ort. Wenn dieser Mistkerl Tiffany etwas angetan hat. Ganz ruhig. Weit können sie noch nicht sein. Wo könnten sie sein? Wir sind zu dem Steinpodest geritten. Wir werden Verstärkung brauchen. Allein können wir nicht viel ausrichten. Der Bärenjäger soll zu den Shoshone reiten und die Krieger zur Hilfe holen. Gut, Winnetou. Ich werde den Shoshone den Weg zeigen. Und ich hole die Kavallerie. Wir werden weitere Verstärkung brauchen. Wir versuchen, die Sioux mit der Geisel zu finden. Folgen wir den Pferdespuren. Alles friedlich. So scheint es. Doch Winnetou misstraut dem Schein. Ruhe vor dem Sturm. Es könnte ein Hinterhalt sein. Da! Die Fährte endet. Sie teilt sich. Die Fährte des Bordes von links wird dort zum Felsen. Wir müssen vorsichtig sein. Seine Krieger lauern sich an und oben. Krieger, das ist Hunde! Er bleibt die Hunde! Er ist stolz! Tiffany! Tiffany! Krieger der Shoshone! Gebt uns Feuerschutz! Schon bald hat Tonpizziké den heiligen Ort erreicht. Martin, hier oben! Tiffany! Wir holen dich! Niemand wird uns folgen. Winnetou geht allein. Der Sohn des Bärenjägers sichert den Eingang. Es wird die Rückendeckung! Es wird nicht geschossen. Die Geisel darf unter keinen Umständen verletzt werden. Der schwere Mokassin soll aufgeben. Sein Weg ist zu Ende. Die Flamme soll Winnetou fressen. Du elender Monster! Der Häuptling soll die Weiße gehen lassen. Das ist doch Wahnsinn! Gib auf! Schweinsburg! Erlöst! Spreng! Ich habe den Ort erreicht. Lässt sich das Opfer sein, das Übergang des Jugend besänftigt. Ja! Stirb! Nein! Für den Ruhm der schweren Mokassin! Das Gold ist verflucht! Der schwere Mokassin läuft in sein Verderben! Oh, Winnetou spricht mit gespaltener Zunge! Komm! Komm! Die weiße Spur ist in Sicherheit! Danke, Winnetou! Flitter sie! Götter der Sioux, ich werde über alle Prärien herrschen! Der schwere Mokassin darf nicht entkommen! Ich werde die Fluglinge danach! Und bitte, ich muss umkehren! Winnetou! Kann die tödliche Leiter nicht retten! Niemals, Winnetou! Niemals! Die Götter strafen den schweren Mokassin! Verflucht seist du, Winnetou! Verflucht! Winnetou! Halt auf! Ich komm hoch! Charlie! Zu spät! Schieß auf, wo soll ich schießen? Schieß auf den roten Stein! Winnetou, danke, Charlie! Winnetou, danke, Charlie! Die Zeit des Kampfes ist vorbei. Weiße und Rote können nun wieder Brüder sein.
So wie alle Völker auf Manitus weiter Erde Brüder sein sollen. Leider vergessen das manche Menschen und kämpfen und töten im Namen ihres Gottes. Kein himmlischer Vater will, dass seine Kinder Blut vergießen. Krieger wie der schwere Mokassin verraten ihren Gott, um Unrecht zu tun. Sorgen wir dafür, dass sie nicht siegen. Das werden sie nicht. Aber jetzt lass uns zu den Apachen reiten. Dein Volk wartet bereits sehnsüchtig auf seinen Häuptling. Hatatibla und Ilchi werden schnell sein wie der Pfeil. Sobald am Morgen der Nebel aus den Gräsern steigt, werden Winnetou und Shatter das Pueblo der Apachen sehen.